Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir haben's. Sanduhren steht Kopf. Eigentlich haben wir alle Events wieder am Start hier, ja. Wir haben hier Pilze, Erfahrung, Gold haben wir, also Gold und Erfahrung beides. Das ist natürlich sehr nice. Seelen haben wir, Sanduhren und das Epic Event, ne, ist auch am Start. Hauptsächlich werden wir heute mal in den Shop schauen, denn ihr seht 5500 Sanduhren. Ich habe es euch gesagt, es geht relativ schnell bergab, ja. Wir haben hier einen Pot, der kostet 8,2 Mille. Den werde ich verkaufen, den werde ich nicht trinken, kann ich euch auch nur raten. Ab einer bestimmten Stufe bringt der durch den Kalender, beziehungsweise wo immer ihr den auch her habt, bringt der mehr, als wenn ihr den durch, ja, im Laden hier kauft. Und ja, weil hier kosten die maximal bis zu 5 Millionen. Und ab Stufe 632 hat man denn das Maximum erreicht, dann bringt so ein Pot halt 10 Mille. Eben hat er bei mir ja 8, noch was gegeben, ne? Und auf die Stufe warte ich halt, dass ich meine ganzen Früchte dann auch zur Hexe bringen kann und dann für den maximalen Pot-Wert dann auch verkaufe dementsprechend, ja. Nichtsdestotrotz stocken wir noch ein bisschen die Tränke auf. Ja, zumindest, dass wir hier wieder... Oh, das waren 10 Millionen. Ich nehme lieber die für Pilze, weil die ja nicht ganz so viel Gold kosten. Das ist dann eben der Pilzer-Lifestyle und nicht der Free-to-Play-Lifestyle. Die Free-to-Play-Spieler, die wollen natürlich lieber das für Gold haben, ne? Das ist ganz klar. Ist natürlich günstiger, beziehungsweise kostet halt eben keine Pilze, ne? Ja, so... Wir werden mal die so bis, ja, roundabout 100 aufstocken. Dann snacken wir uns noch einen Intelligenztrank und dann geht's hier auch schon... Nein! Ich hasse es. Ich hasse es. Dann geht's hier auch schon gleich rund und Abfahrt, ja. Leider durch das neue Backend ist der Shop leider noch nicht so schnell wie davor, weil... ja, da ging das Skippen, man kriegt es vielleicht hier und da mit, ging dann deutlich schneller. Und immer wenn ich jetzt hier, ja, ihr seht, das lädt relativ langsam, ist nicht ganz so flüssig. Und jedes Mal, wenn ich dabei bin, mir die Sanduhren hier aufzufüllen, da muss ich so dran denken, wie schön das eigentlich damals gewesen ist, mit den Boosts, die sie angeboten haben, beziehungsweise auch die Pakete, wo ja auch Sanduhren und sowas drin enthalten sind. Ich meine, ja, das Sanduhren-Steht-Kopf-Event ist schon eine super Möglichkeit, um seinen Sanduhrenhaushalt aufzustocken. Allerdings, ja, gab es ja auch mal 3 verschiedene Boosts und ich weiß beim besten Willen bis heute nicht, warum die diese nicht mehr zurück ins Spiel gefunden haben. Die Pakete wurden ja auch, sag ich mal, gemolken, mehr oder weniger, weil die wurden ja auch mehrmals angeboten. Also die gleichen Pakete wurden mehrmals angeboten, ne? Nur eben das, ja, diese Booster, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die noch. Ein paar Leute werden die wahrscheinlich nicht mehr kennen, weil sie entweder ein bisschen neuer hier am Start sind oder ja, noch nicht ganz so lange. Aber ich sag mal, die schon etwas länger hier mit von der Partie sind, die kennen das sicherlich noch. Es gab 3 verschiedene Boosts, die angeboten worden sind. Einmal, ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die heißen. Ich glaube, Freibier oder irgendwie so hieß der eine Boost. Das war der günstigste. Da hat man, glaube ich, 400 Pilze oder so bezahlt, ne? Also die Boosts an sich waren relativ teuer. Die sind aber alle komplett worth gewesen. Man hat quasi 400 Pilze bezahlt und hat dann Freibier bekommen für 3 Monate oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele Pilze. Kann sein 400, kann mich aber auch irren. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hast du halt in den 3 Monaten komplettes Freibier immer gehabt. Du hast deine Biere getrunken und hast dadurch, dass du ja jeden Tag dir 10 Pilze sparst, hast du ja dann auf die 3 Monate, ach Mensch, ja richtig viele Pilze gut gemacht denn, ne? Und ich weiß nicht mehr, ob es 400 oder 300, ist auch egal, ne? Auf jeden Fall hast du richtig viel gut gemacht. So, das war der erste, den hat sich eigentlich jeder gekauft. Den habe ich mir auch gekauft. Damals war ich noch nicht gesponsert und da war ich noch
ja, ziemlich verhalten, was meine Einkäufe anging in Shakes and Fidget. Der zweite Boost war dann das Glücksrad gewesen. Ja, dafür hast du dann schon ziemlich viel ausgegeben, weil alle 3 Boosts hielten auch 3 Monate. Ne? Und in 3 Monaten Glücksrad jeden Tag drehen, kommt natürlich einiges an Pilze zusammen. Denn, ne? Ich weiß nicht mehr, wie teuer der gewesen ist, aber du hast dir auch richtig viele Pilze gespart. Dadurch, dass du dir, ich glaube, ich weiß nicht, was das waren. 800 oder? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hast du dir dadurch dann halt auch richtig Pilze gespart, weil du dann das Glücksrad für die 3 Monate, ja, jeden Tag 20 Mal drehen konntest, ohne Pilze zu bezahlen. Ne? Du hast einmalig dir das eingekauft und konntest 3 Monate davon profitieren. Richtig nice. So, und der letzte war halt eben auch die, ja, sowas wie Quest überspringen mäßig so, ne? Da hast du, ich glaube, das war der teuerste von den ganzen Boosts. Und ich habe mir das Glücksrad nicht gekauft und ich habe mir dieses Quest überspringen Ding nicht gekauft. Ja, weil mir das dann zu teuer war. Und hatte dann nur das für das Bier genommen, weil das Bier hatte ich so oder so immer getrunken gehabt. Also kann ich mir das ja auch vom Ding her kaufen, weil ich hätte das ja so oder so dafür gezahlt. Ne? Und da konntest du halt eben dir, ja, da konntest du halt eben die Quest direkt überspringen. Damals gab es aber noch nicht sowas wie dieses Sanduhren-Event, was es jetzt gibt. Und da war das auch richtig viel wert, dass du deine Alu direkt machen konntest, ohne, ich weiß noch nicht mal, gab es da schon Sanduhren? Ich weiß es gar nicht mehr jetzt, also ich weiß es beim besten Willen nicht mehr ganz genau, das ist schon echt lange her. Auf jeden Fall konntest du halt die Quest komplett überspringen und musstest dann halt nicht warten. Ne? Ich glaube, da gab es noch keine Sanduhren, ich bin mir gar nicht so sicher. Ne? Also heute auf jeden Fall eine kleine gechillte Laberrunde, nehme ich euch mal hier heute mit, ein bisschen in die Vergangenheit. Aber ja, was willst du auch großartig machen, wenn du hier, ne? Das musste halt sowieso gemacht werden hier groß, ne? Und deswegen, ja, machen wir das hier zusammen, auch wenn es jetzt nicht der spannendste Content ist, sag ich mal. Was hingegen spannend ist, wir sind jetzt auf Platz 58 weltweit, wir sind schon 2 Plätze aufgestiegen. Und es dauert nicht mehr lange, dann werden wir bald gegen mich selbst kämpfen, gegen Black Bull in der Gilde, wo mein Battle Mage ist. Ich freue mich drauf. Wir werden jeden Tag hier wahrscheinlich einen Platz jetzt aufsteigen, so, ne? Wir können uns auch mal einen Gildenkampf anschauen. Ich wollte das ja mal ein bisschen näher beleuchten hier, das Ganze. Ne? Natürlich werden wir da ein bisschen durchskippen. Ganz lustig eigentlich, dass die Gilde Sitting Bulls heißt und die Gilde, wo mein Battle Mage drin ist, heißt ja Black Bulls. Ne? Als ob das hier so eine kleine Wing-Gilde mäßig ist, aber ist natürlich ein ganz anderer Server. Ne? Ja, also bisher die Kämpfe bis heute, da hatten wir noch keine Probleme und ihr seht auch hier, wir haben noch genug Spieler und hier, die gehen schon langsam dem Ende entgegen. Klar, die haben nachher zum Schluss hier 1, 2, 3 sehr, sehr starke Spieler, aber wir haben halt in der Masse deutlich mehr zu bieten als die. Guck mal, hier 635 auch, aber die Skills, ja, die sind okay, sag ich mal. Für 635 ist aber wahrscheinlich mehr auf XP gegangen, ne? Und ja, also wir hatten noch ziemlich viel ja, Freiraum, bevor es hier irgendwie einigermaßen knapp wird. Und auf jeden Fall werde ich euch definitiv den Tag mitnehmen und ich freue mich da schon so drauf, wenn wir hier gegen mich selbst kämpfen, gegen die Gilde Black Bull. Das wird super, super nice. Da freue ich mich so dermaßen drauf. Ich hatte ja wirklich, ich freue mich da eigentlich schon, kann man schon fast sagen, Jahre drauf, weil ja, seitdem ich bei Black Bull bin, war ich halt das erste Mal in einer Gilde vertreten, die halt auch international am Start war, bis auf Flames of Destiny, aber ey, der hat gerade eine Sanduhr geskippt hier. Aber Flames war halt dann auch schon, naja, es hat sich schon länger abgezeichnet, dass sie so ein bisschen auf einen absteigenden Ast waren und das hat sich ja dann halt auch immer mehr so zugespitzt und ja, seit dem Tag hatte ich eigentlich immer das so im Visier, dass ich mal eines Tages wirklich gegen mich selbst kämpfen möchte in der internationalen Ehrenhalle. Das ist halt super, super nice. Das sind 2 saustarke Gilden, also Black Bull, ne?
die Battlemage-Gilde hat nach wie vor auch noch Riesenpotenzial, sehr, sehr weit aufzusteigen. Aber halt auch eben unsere Gilde hier, Celtic, das ist halt die absolute Zerberstung, sag ich mal. Das ist wirklich eine komplette Brechergilde geworden, jetzt nach der, ja, sag ich mal, Fusion, so ein bisschen, wo halt ein Großteil von Flames of Destiny dann hier auch mit reingeschmolzen ist, ne? So, ja, aber auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, auch mit dem Thema davor, mit den Boosts, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass so eine Sachen mal wieder zurück ins Spiel finden eines Tages. Natürlich, logischerweise, muss ich glaube ich nicht erwähnen, auch ohne Bugs, ne? Aber ja, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum das einfach so liegen gelassen worden ist, weil das hat sich echt gut rentiert. Auch, also ich glaube nicht nur für Playa so, sondern halt auch für viele, viele, viele Spieler, die halt auch so Medium-Pilzer sind. Hat sich gerade der erste Boost hat sich da super doll rentiert, weil du halt deine Alu klickst und dann sparst du dir halt noch ein paar Pilze. Vielleicht waren die Boosts auch zu gut, man weiß es nicht, ne? Vielleicht kommen die nochmal in abgewandelter Form oder so. Wer weiß, würde mich auf jeden Fall freuen, falls es mal eines Tages soweit ist. Ja, jetzt leckt der Server leider gerade wieder ein bisschen. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Ich wollte eigentlich die 10.000 wollte ich noch voll machen hier heute, aber das sieht gerade nicht so gut aus. Ja, oder halt auch eben so ein paar Pakete. Ich meine, ich denke mal, die Leute, zumindest die halt Pilze bezahlen, die freuen sich halt über Pakete, weil es da eben noch ein paar extra Sachen gibt. Beziehungsweise gibt es da halt Sachen, die man ja so sonst vielleicht nicht bekommt, plus halt eben die Pilze, die man sich so oder so kaufen würde. Und das wäre halt ganz nice. Auch gerade zum Thema so Sanduhren und sowas, dass man sich da wieder so ein bisschen aufstocken kann. Vor allen Dingen spart man sich ja auch ein bisschen Geld. Ich meine, wie gesagt, zum Sanduhren-Event geht es tatsächlich klar. Ne? Wir haben jetzt nicht viel ausgegeben und haben fast hier 5000 Sanduhren jetzt gegrabt. Das geht tatsächlich wirklich klar, wenn man das mal so, ja, weiß ich nicht, auf eine Stadtwache rechnet, ne, die ja 100 Millionen bringt, so. Und da haben wir die 10.000 voll. Ja, und dafür skippst du halt jeden Tag deine Quest, bist in 10 Minuten fertig und kannst halt direkt Stadtwache reinhauen. Da hast du das am ersten Tag ja auch schon wieder raus, was du jetzt hier halt dafür investiert hast, so, ne? Und das halt jetzt über einen längeren Zeitraum mal wieder, ne? Weil wir jetzt ja innerhalb von 10 Minuten hier 5000 Sanduhren uns erfarmt haben, ne? Ansonsten kann ich euch noch den Tipp mitgeben, ich mache es auf W50 einigermaßen so. Ich hole mir im relativen Early Game viele Tränke, weil ihr seht, die Tränke kosten nachher bis zum Cap halt 5 Millionen. Und jetzt zum Beispiel auf W50, auf meinem Creature, da kostet, ja, hier haben wir, da habe ich schon ein bisschen Vorrat hier, ne? Da kosten die momentan knapp 2 und da ist das noch ein bisschen günstiger natürlich, ne? Da spart ihr auch viel Geld, wenn ihr da auch dementsprechend ein bisschen vorsorgt. Gut, das soll es soweit gewesen sein, das war es von mir. Ich werde euch jeden Tag auf einen Laufenden halten, was hier die internationale Ehrenhalle sagt. Und ja, weil ich das auch ziemlich spannend finde. Und in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tagen vielleicht in einer Woche könnten wir schon eventuell gegen Black Bull kämpfen. Mal schauen, wie das Ganze aussieht. Auf jeden Fall werden wir jetzt relativ schnell durch die Ehrenhalle rasieren hier. Und auf den Progress freue ich mich schon sehr. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentare dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.